Trump geht es immer primär um Trump. Er ist nicht der Hellste, er ist auch kein guter Geschäftsmann und auch kein Selfmade-Milliardär, sondern im Prinzip ein ziemlich plumper Betrüger. Die Supply-Chain-Unterbrechungen, die durch diesen Handelskrieg, den Trump da anzettelt mit seinen Zöllen, werden die der Covid-Krise übersteigen. Und wenn man zu Elon Musk kommt, ist das Interessante, dass sein Großvater war der Chef der Forschungsabteilung der Technocracy Inc. in den USA. Technokratie, das stellen sich die meisten ja so ein bisschen vor wie ein bisschen mehr Digitalisierung und ein paar mehr Algorithmen. Tatsächlich ist es aber ein faschistoides Herrschaftsmodell. Ist Donald Trump wirklich der Allheilsbringer? Was sollte man unbedingt über Elon Musk wissen? Wo geht die Welt eigentlich hin als Richtung? Was ist seine Technokratie? Und warum klingt es besser, als was es in der Realität wirklich ist? Über diese Themen werden wir heute diskutieren und ich freue mich sehr, dass wir da den freien Journalisten heute zu Gast haben, Buchautoren und Unternehmensberater, und zwar Tom Oliver Regenauer. Herr Regenauer, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Danke für die Einladung. Ja, kurz für den Kontext. Und zwar, ich habe mir einige Interviews von Ihnen angeschaut und die fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich Sie auch gerne heute eingeladen, wie jeden Freitag bei uns das neue Tippvideo von Faszination Freiheit. Und wir uns da mal gemeinsam anschauen, was passiert dort draußen und welche Dinge, dass Sie mitbekommen. Sie sind jemand, der auch viel hinterfragt, der sehr viel und intensiv recherchiert. Und damit würde ich auch gerne starten. Und mit genau diesem Mann, der so häufig in den Medien mit dabei ist. Und zwar, ich spreche natürlich von Donald Trump. Er wird als der mächtigste Mann der Welt immer wieder gerne gezeigt und sieht sich auch selber gerne so. Ja, in der libertären Szene wird er auch gerne als Allheilsbringer gefeiert. Ist er das wirklich und wie ist Ihre persönliche Meinung über Donald Trump? Ja, bin sicherlich kein Fan von dem, aber ich bin von niemandem ein Fan, der Politik betreibt, weil an solche Positionen kommt man in der Regel nicht als guter, wohlwollender, aufgeschlossener Mensch, sondern muss ja schon eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und Ellenbogen beweisen, und zwar im negativen Sinne. Ja? Also nicht wie in der Geschäftswelt, wo man ja zu Recht sich natürlich durchsetzen muss am Markt. Politik ist meistens ein eher dunkles Geschäft. Ja? Das ist einmal das eine. Und dann bei Donald Trump kann man natürlich weit zurückgehen. Also ich habe einen langen Artikel geschrieben, ich glaube im Januar war das, über Donald Trumps Geschichte. Und da kann man, also wenn man da nur stichpunktartig aufgreift, da wie die Person Trump entstanden ist ja schon mal rein das Interessante, weil die Leute den halt für einen super genialen Geschäftsmann halten, ja, und self-made Milliardär, und das ist also das Bild alleine stimmt schon nicht. Also zum einen hatte er einen reichen Vater, der vor allem mit Housing Projects, also mit staatlich subventionierten Wohnungsbauprojekten in New York sehr viel Geld verdient hat und dann laut Recherchen und Steuerauszügen und Finanzdokumenten der New York Times, die schon vor Jahren veröffentlicht wurden, hatte Donald Trump im Alter von 8 Jahren schon 1 Million auf dem Konto, weil ihm der Vater jährlich Geld überschrieben hat und Schenkungen durchgeführt, und hatte dann mit 18, glaube ich, einen eigenen Wohnkomplex mit, ich weiß nicht mehr wie viele Wohneinheiten, steht alles verlinkt mit Quellen in meinem entsprechenden Artikel. Also diese Story, dass er 1 Million bekommen hat, mal als Kredit vom Vater und sich dann sein Milliardenimperium aufgebaut hat, das ist schon mal einfach nur Image-Design und einfach eine Lüge. Dann war er natürlich auch mit seinen Casinos und so, ne, in den Medien und wurde bekannt mit dem Casino-Geschäft. Das lief aber alles auch nicht so richtig gut, sondern eher defizitär und war dann am Ende so weit, dass im Prinzip er vor dem Konkurs stand und pleite war, und die Banken wollten ihm auch die Kreditlinien nicht mehr verlängern, und die einzige Bank, die dann noch verlängert hat, beziehungsweise der einzige, der da noch sich für Donald Trump eingesetzt hat, war Wilbur Ross, der damals bei Rothschild Bankruptcy Advisors, ich glaube 23 Jahre insgesamt dann Chef war von Bankruptcy Advisors, also Konkursverwaltung, ja, Rothschild Inc. in New York. Und der hat in einem Interview gesagt, er hat zwar kein Vertrauen in die Geschäftspraktiken und das Businessmodell von Donald Trump und seinen Casinos, aber in die Marke Donald Trump, in den Namen. Ja. Und genau das ist auch die Stärke von Donald Trump. Ja. Also Trump geht es immer primär um Trump. Interessanterweise, als er dann das erste Mal Präsident wurde, war besagter Wilbur Ross dann plötzlich nicht mehr bei Bankruptcy Advisors, Rothschild Inc. in New York, sondern dann der Handelsminister im ersten Trump-Kabinett. Also die Drehtür hat sich dann entsprechend bedankt, und dem Mann laut einem Bericht, ich glaube, das war das Forbes Magazine, die Titelzeile dieses Berichtes war, der ist auch schon ein paar Jahre alt, 8 Jahre, glaube ich, oder so ist der alt. Da stand dann der Mann, dem Donald Trump eigentlich verpflichtet ist. Und zu Dank, weil ansonsten ohne Wilbur Ross hätte es weder einen Milliardär Trump gegeben, der dann wieder in die Forbes-Liste eingestiegen ist durch die
Verlängerung der Kreditlinie und dass er 50% seiner Casinos behalten durfte. 50% ging an Rothschild Inc., Bankruptcy Advisors über, die damit gewirtschaftet haben. Also ohne den Mann hätte da Donald Trump im Prinzip Konkurs angemeldet und wäre von der Bildfläche verschwunden. Und so wurde er dann wieder zu dem großen Geschäftsmann, dem erfolgreichen Immobilienguru und Manager und damit dann eben entsprechend auch war die Grundlage gelegt für seine politische Karriere. Und wenn wir dann da heute anfangen, dann geht es ja dann Richtung, wer ist da im Kabinett, was machen die Leute, was treibt Elon Musk und was ist Technokratie. Aber zusammenfassend muss man sagen, Donald Trump kann vor allem gut und das ist Öffentlichkeit erzeugen, ja, mit seinen ganzen Talkshow-Auftritten, mit seiner Soap, mit seinen Hire-and-Fire-Sendungen. Das kann er. Ne? Also der kann provozieren, Öffentlichkeit erzeugen, das ist ein Marketing-Genie wahrscheinlich auch in gewisser Weise, aber er ist nicht der Hellste, er ist auch kein guter Geschäftsmann und auch kein Selfmade-Milliardär, sondern im Prinzip ein ziemlich plumper Betrüger, der auch schon, das vielleicht noch als letztes, seit seiner Jugend Kontakte zu Roy Cohn hatte in New York. Das war der Anwalt, der die komplette Mafia in New York vertreten hat in den 70ern und 80ern, also die Familie Genovese, Gambino, die ganzen hochrangigen Mafiosi. Und der aber auch enge Kontakte hatte zu CIA und FBI. Wenn der Mann in den Gerichtssaal gekommen ist, hat er im Prinzip die schlimmsten Verbrecher rausgeboxt. Und das war der Anwalt von Donald Trumps Vater und danach dann Donald Trumps Anwalt und laut Aussage von Donald Trump auch einer seiner wichtigsten Mentoren. Und wenn man sich mal mit der Lebensgeschichte von Roy Cohn befasst, dann wird einem da ganz schnell klar, was das bedeutet, wenn man den als Mentor hat. Nicht umsonst ist die Person auch bei Whitney Webbs Buch One Nation Under Blackmail eine der zentralen Figuren, wenn es um Korruption, Verbrechen und den Link zwischen Unterwelt und Oberschicht in Amerika der letzten 50 Jahre geht. Und das ist mal so ein grober Überblick. Ich könnte da noch ein paar Stunden erzählen, aber ja, das Bild, das man hier von Donald Trump hat, trügt. Mhm. Er wird ja oft betitelt als der mächtigste Mann der Welt, also generell der Präsident der USA. Würden Sie dem einstimmen? Und das klingt definitiv so, dass er nicht. Und für wen macht er dann die Politik? Weil in der libertären Szene wird er ja als der Heilsbringer vielfach gesehen. Ja, das ist, wenn man nicht so genau hinschaut. Also ich arbeite jeden Tag mit Leuten aus Amerika und habe einen engen Kontakt zu US-Journalisten. Und was man hier so gerne dann sagt, ja, Hoffnungsträger, stand gerade in der Weltwoche, glaube ich, in der letzten Ausgabe, Hoffnungsträger Trump. Ja. Also die Leute, mit denen ich in Amerika spreche, die teilweise sogar gesagt haben, ja, ist auf jeden Fall besser als der scheintote Joe Biden. Da ist nicht mehr viel von Hoffnung zu spüren. Da fallen dann eher Begriffe wie Planungsschwierigkeiten, Zollprobleme und Engpässe, ja, und Besorgnis. Also ich weiß nicht, der Kontakt nach Amerika scheint den entsprechenden Leuten hier etwas abzugehen. Aus der Außensicht mag das ja hoffnungsvoll aussehen, aber in Amerika laufen wegen dieser ganzen Zollkriegsgeschichte die Häfen leer. Ja, die Supply Chain wird wieder unterbrochen und ich schreibe da gerade noch einen Artikel drüber, der dürfte nächsten Montag erscheinen. Das müsste, glaube ich, der 12. sein, dann sieht man auch, dass schon jetzt in Wirtschaftsblättern kolportiert wird, dass die Supply Chain Unterbrechungen, die durch diesen Handelskrieg, den Trump da anzettelt mit seinen Zöllen, entstehen werden, die der Covid-Krise übersteigen werden. Also, dass das schlimmere Defizite, Probleme und finanzielle Einbußen fürs Land bedeuten wird als die Covid-Krise. Und das war massiv. Also, da haben die Amerikaner innerhalb von 1-2 Jahren so viel Geld produziert, also Buchgeld zumindest, wie vorher in 200 Jahren nicht. Also, das ist von außen eine ziemlich einfältige Sicht, wenn man nur auf das guckt, was da in den Medien kommt, anstatt sich darunterliegend anzuschauen, was motiviert diese Leute. Und zum letzter Punkt dann noch eben, in welchem Auftrag handeln die? Die handeln im gleichen Auftrag wie im Prinzip jeder Präsident, nämlich erstens im eigenen, das ist meistens relativ selbstmotiviertes Interesse des Machterhaltes und finanziellen Vorteils. Und zum anderen, das hat man ja auch bei Joe Biden gesehen und seine Verwicklungen und seinem Sohn in die Ukraine und was weiß ich was alles, ja, da kann man auch lange sprechen. Das sind im Prinzip im Hintergrund immer die Zentralbanken, die Bankenkartelle und dann natürlich der pharmakologisch-mediale, digital-finanzielle Komplex, ja, je nachdem, wem man da näher steht. Aber im Prinzip ist das ein korruptes Herrschaftssystem und der Präsident selbst hat ja eigentlich auch nichts zu entscheiden. Das ist bei uns das Gleiche. Also Sie können ja die letzten 30 Jahre zurückgehen. Wer auch immer da als Kanzler gewählt wurde, hat die Dinge nicht besser gemacht, ja, und auch die
Trump-Regierung jetzt führt im Prinzip exakt das gleiche Programm fort wie die vorherige Regierung. Es gibt biometrische Überwachung, jetzt halt gegen die schlimmen Migrationsprobleme. Ja. Vorher war es das schlimme Virus, aber am Ende bekommt man auf jeden Fall biometrische Überwachung. Eine EID, die jetzt als Real ID, ja, die gibt es zwar schon länger, die Legislatur dazu, aber das wird jetzt ausgerollt. Also ich glaube 40% der Amerikaner haben nie einen Pass besessen, weil die nicht so viel reisen. Also in Zukunft wird sich jeder ausweisen müssen, etc. Also es ist im Prinzip die gleiche Agenda im Namen der gleichen Organisationen, Institutionen und supranationalen Strukturen, die da ausgerollt wird. Wenn man sich damit 2 Stunden beschäftigt, sieht man das auch. Das ist recht oberflächlich zu ergründen und keine Geheimwissenschaft. Ich würde es da gerne mal mit anderen Worten zusammenfassen. Das heißt, die Eliten, die oben sitzen, die haben sich nicht verändert, nur die Akteure unten, die sich quasi scheinbar bekriegen oder auf gewisse Art und Weise auch bekriegen, die haben jetzt einfach die Macht gewechselt. Ist das so korrekt? Ja, man spricht ja immer von Neofeudalismus und Neokolonialismus, aber ich sage, das ist der gleiche Feudalismus und der gleiche Kolonialismus wie immer, nur dass sich die Werkzeuge geändert haben und was sich da selbst, also den Begriff benutze ich nie, Elite, ja, das klingt immer so, als wären das besonders herausragend intelligente und fähige Leute, was in der Regel eben nicht der Fall ist, deswegen haben sie einen ganzen Beraterstab und irgendwelche Consulting-Unternehmen, die ihnen die Legislatur dann liefern und alles mögliche regeln. Deswegen, also den Begriff benutze ich schon mal nie, aber es sind im Prinzip gleiche Herrschaftssystematiken und Strukturen mit der gleichen Links-Rechts- oder Pro-Kontra-Dialektik, um das Volk zu teilen und zu spalten, die es schon immer gab. Aber es ändern sich natürlich die Werkzeuge und es wird umso effizienter, umso digitalisierter es wird, weil die Leute natürlich viel einfacher manipulierbar sind als mit einer Wochenzeitung, wenn sie alle 3 Minuten auf ihren Bildschirm gucken und einen nie endenden Newsfeed verfolgen. Das ist natürlich für die meisten ist das Tagesgeschäft, das ist, wer auch immer, hat irgendein Social-Media-Portal und hängt da relativ häufig dran. Und so kann ich natürlich die Leute entsprechend besser steuern und auch individueller steuern, weil ich natürlich im Hintergrund mit Konzernen wie Palantir und so weiter alle Daten aggregiere und dann auch genau weiß, wen ich wie ansprechen muss, damit er sich entweder aufregt oder mir zustimmt. Mhm. Sie haben gerade den Konzern Palantir auch genannt. Der ist ja im deutschsprachigen Raum wenig bekannt, aber der macht ja sehr spannende Dinge. Ich möchte es mal so formulieren. Was kann ich mir da vorstellen und wer steckt hinter so einem Konzern? Ja, spannend klingt ja fast positiv. Das erinnert mehr an den Bond-Film und Palantir ist dann der Konzern des Bösewichts, der die Welt übernimmt. Also Palantir ist gegründet von Peter Thiel, ist ein deutscher Frankfurter, der ist eine große Nummer in der Tech-Branche. Der war der erste Geldgeber für Facebook und hat aus ein paar $100.000 ein paar Milliarden gemacht. Dann war er mit Elon Musk bei der PayPal-Gründung. Also eigentlich hat er PayPal gegründet und dann hat es Musk irgendwann übernommen. Und Thiel hat dann diverse also Finanzvehikel gegründet, Investmentfonds etc. und war bei einer Unzahl von Firmengründungen involviert, hat unter anderem auch den Brave-Browser finanziert und Rumble startfinanziert. Ja. Also geriert sich gern als libertärer Mensch. Hat dann so ein Projekt auch in Honduras, Prospera, das ist so eine Art Freedom City, läuft aber auf das Gleiche raus wie die 15-Minuten-Stadt, die man schon aus der linken Blase kennt, wo alles in 15 Minuten erreichbar sein soll, nur unter anderem Label. Man übereignet dann eigentlich seine Bürgerrechte an eine Corporation, an eine Firma und hat einen CEO, der dann für einen Pauschalsteuersatz über den Rahmen dieser Stadt bestimmt und über die Prozesse, die da laufen und auch die Gesetzgebung. Und Thiel hat dann irgendwann Palantir gegründet mit Alex Karp, einem ehemaligen Studienkollegen, ein Hardcore-Marxist, lustigerweise, dass die zwei sich dann zusammentun. Und die waren dann bei allen sogenannten Three-Letter Agencies, also FBI, CIA, NSA, Vorsprechen wegen Investmentkapital zur Gründung dieser Firma. Und Palantir ist der mächtigste Überwachungskonzern der Welt heute, arbeitet mit allen, also allein schon die Liste, die man offiziell findet, sind 12 bis 13 Geheimdienste und Verteidigungsministerium.
Und kurz gesagt übernehmen die im Prinzip für die Regierung die Drecksarbeit, die die Regierung aufgrund verfassungsrechtlicher Einschränkungen oder Public Relations Gründe nicht übernehmen will, nämlich einfach alle Daten zu klauen. Hat auch Clearview AI mitfinanziert, die bekannt waren hier auch mal kurz in den Medien in Europa, weil die bei Facebook alle Fotos geklaut haben, einfach komplett alle User-Fotos runtergeladen haben. Nicht die Profilbilder, sondern alle Fotos, wirklich alle. Und dann in der Datenbank aggregiert. Die sammeln auch jedes andere Foto im Internet ein und können dann bei einem großen Konzert hinten die kleinen Personen wieder scharf stellen und rausrechnen, sodass man dann eben tausende Fotos von sich im Internet findet oder in deren Datenbank, von denen man gar nicht wusste, dass es die gibt. Und in Zusammenspielen von Clearview AI, Palantir und den Geheimdiensten hat sich mit Thiels Konzern natürlich da etwas gebildet, was sich aktuell anschickt. Der Journalist Derek Brose aus Amerika nennt es The Palantir World Order. Das wird eben ein Kontrollsystem werden. Jetzt werden auch in den USA alle Daten aggregiert, also Steuerbehörde, IRS-Daten, Gesundheitsdaten, selbst die Daten von Fitnessarmbändern und Smartwatches werden abgezogen. Es ist kein Datensatz, ist mehr tabu. Das wird alles zusammengezogen und gepoolt, und aus diesem Big Data Pool kann man natürlich dann entsprechend jetzt Handlungsempfehlungen per KI an die Regierung geben. So läuft das ja jetzt schon, und dann werden darauf basierend dann Deportationsentscheidungen zum Beispiel getroffen, von denen eine Vielzahl falsch ist, weil die Leute gar nicht kriminell waren, und das geht komplett am juristischen, eigentlichen Prozess vorbei. Also da wird dann sehr antidemokratisch werden da Leute abgeschoben, und Palantir ist der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Systems, denn die haben alle Daten, die arbeiten mit praktisch allen Regierungen zusammen, und auch in Deutschland sind die schon in 3 Bundesländern aktiv mit verschiedenen Softwares, Vera oder Gotham, die Behörden benutzen, und das wird auch bundesweit, war gerade auch jetzt bei der Tagesschau war ein Bericht vor 1-2 Wochen, dass das auch geplant ist, bundesweit auszurollen, und es ist davon auszugehen, dass so eine Regierung Merz dann eben aufgrund der gleichen Begründung, Migrationskrise, innere Sicherheit, dann die Zusammenarbeit mit Palantir intensivieren wird. Und vielleicht letzter Punkt noch, Palantir ist auch federführend bei der Kriegsführung in Israel gegen Gaza. Also teilweise die Zielauswahl erfolgt per KI, und es werden alle Daten, die in Gaza anfallen, vom Telefonanruf bis zum CB-Funk oder Social Media oder was auch immer an Kommunikation entsteht, das wird alles abgefangen und in Datenbanken gepoolt, und daraufhin werden dann Ziele ausgewählt, wo auch da leider dann man sagen muss, dass ein Großteil der Opfer einfach zivile Opfer sind und eben nicht die besagten Terroristen, die man gerne finden würde. Also der Konzern, da habe ich eben, ich glaube, letzten September einen Artikel geschrieben, Gestatten Peter Thiel. Kann man umsonst auf meiner Webseite lesen, mit allen Quellen. Sollte man sich anschauen, denn selbst sein Biograf, der eine recht wohlwollende Biografie geschrieben hat, schreibt am Schluss, wir sollten uns alle fürchten vor der Macht von Peter Thiel, weil er ist zweifellos einer der mächtigsten Menschen der Welt und hat mit J.D. Vance, den er von Beginn an finanziert hat, jetzt auch einen Fuß im Weißen Haus, denn den Vizepräsident gäbe es ohne Peter Thiel gar nicht. Mhm. Ja, um nochmal das Wort zu verwenden, spannend, aber kann man ja in vielerlei Hinsicht interpretieren. Ja. Das heißt, ich kann mir Palantir grob so vorstellen, die arbeiten eben nicht nur mit der US-Regierung und US-Unternehmen zusammen, sondern international. Und das heißt, die sprechen dann mit Regierungen oder mit anderen Großkonzernen und haben dann quasi so einen Austausch. Also sprich, ihr gebt uns die Daten, und wenn ihr irgendwelche Anfragen habt und wollt über irgendjemand was wissen, dann helfen wir euch weiter. Oder wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Da gibt es Kooperationsverträge natürlich mit Geheimdiensten, Behörden, mit Konzernen, aber Palantir klaut auch einfach viele Daten. Ne? Alles, was irgendwie in die Cloud geht und zu ziehen ist, also nehmen Sie eine Überwachungskamera am Flughafen, die in irgendeine Cloud gespeichert wird oder und bei Amazon Cloud oder irgendwo liegt, oder eine Überwachungskamera an der Tankstelle, Verkehrskameras, ja, die den Verkehrsfluss überwachen. All das, was irgendwie in Cloud-Speichern abgelegt wird, läuft ja erstmal über Internetknotenpunkte, und natürlich hat Palantir entsprechende Zugriffsmöglichkeiten und zieht auch einfach illegal alle Daten ab. Deswegen, es gilt auch als der diskreteste Konzern der Welt, weil man nie genau weiß, was die eigentlich so tun, ja, und welche Datenmengen die haben. Es gibt aber, den erwähne ich immer gerne, einen Bericht von einem
Journalisten, Mainstream-Blatt, das in London das Hauptquartier angeschaut hat, und der erklärt so kurz, wie er dann da reinkommt, ja, und es sieht aus wie bei James Bond, so ein Halbrund mit riesigen Monitoren, wo dann sich die Erde dreht und drumherum sieht man so Satelliten, und dann fragt ihn der Palantir-Mitarbeiter nach einem Namen von einem Bekannten, den gibt er dann da ein, und innerhalb von ein paar Sekunden ist die Lokalisierung erfolgt. Man hat den Mann per Satellit auf irgendwie 3 Meter genau lokalisiert innerhalb von weniger Sekunden, und dann poppen auf den anderen Monitoren links und rechts poppen alle Daten auf, die zu dieser Person existieren, und mit alle ist auch alles gemeint. Von der ersten Sucheingabe bei Google, als der noch ein Modem hatte, bis zum eigenen Internetblog, bis zur Sozialversicherungsnummer, Autoversicherung, die letzten, also alle Wohnsitze, die irgendwie irgendwo registriert wurden und zu finden sind, Krankenkassendaten, Visa-Transaktionen, Kreditkartentransaktionen, Bankkonten, Mietwagenrechnungen, Flugtickets, also alles, was der Mann jemals digital als Datensatz erzeugt hat, wird dann da auf dem Monitor aufgerufen und lässt sich dann wiederum auch mit einer KI oder mit einer Software auswerten, sodass Gefahrenprofile erstellt werden können und Profile zur psychologischen Kriegsführung oder Manipulation, ja, wenn es um Wahlmanipulationen etc. geht, dass dann die Newsfeeds entsprechend von solchen Personen angepasst werden können. Man erinnere sich an Cambridge Analytica, ja, wo das schon lief, ja, und Wahlmanipulation im Raum stand etc. Also Palantir muss man sich tatsächlich, das ist nicht übertrieben, man muss sich das wie bei James Bond vorstellen, wenn der Bösewicht die Welt überwacht und hat entsprechend Satellitenressourcen, und Alex Karp, der aktuelle CEO, und eben Buddy von Thiel hat ja in einem Interview, oder es war so ein internes Meeting, was geleakt wurde vor ein paar Monaten, 2, 3 Monaten, noch gesagt, lachend und stolz, Palantir ist sehr erfolgreich, wir erwarten einen super Jahresabschluss oder sowas, und ja, wir töten Menschen. Mit so einem Lachen. Ne? Also das ist ein Killerkonzern mit einer Macht, die sich die wenigsten Leute ausmalen können, und der ist global aktiv und weitet seine Macht unter der Trump-Regierung mit der linken Hand von Thiel alias J.D. Vance massiv aus im Moment. Ja, spannend im negativen Sinne. Ist sehr negativ. Über Elon Musk haben wir ja bereits ein bisschen gesprochen. Er gilt ja auch als Held der libertären Szene. Wie ist dieser Mann einzuschätzen, und auch dieser Begriff Technokratie, den Elon Musk ja auch verwendet und über den Sie ja auch aufklären? Ja, Technokratie, das stellen sich die meisten ja so ein bisschen vor wie ein bisschen mehr Digitalisierung und ein paar mehr Algorithmen. Tatsächlich ist es aber ein faschistoides Herrschaftsmodell, das 1917 mit der Technical Alliance in New York begann, eigentlich mit der Idee, Überproduktion in der Industrie zu vermeiden, also bedarfsorientierte Produktion. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Daraus wurde dann irgendwann die Technocracy Inc., die in der Columbia University angesiedelt war, neben IBM, die damals die Lochkarten in den 30ern gemacht haben für die Nazis. Da hat man sich sehr gut verstanden und hatte Büros nebeneinander, und aus dieser Technocracy Inc., die damals primär durch Howard Scott bekannt wurde, ein fadenscheiniger Ingenieur, der gar kein Ingenieur war offensichtlich, aber dann im Prinzip zum ersten Mal in Dokumenten tatsächlich nachvollziehbar beschrieben hat, was Technokratie bedeutet. Und das bedeutet im Prinzip die Steuerung aller Systeme einer Gesellschaft auf der Mikroebene und Basis des Energieverbrauchs. Also das heißt, es wird bedarfsorientiert geplant, produziert und ausgeliefert. Es gibt in einer Technokratie auch kein Geld mehr. Man bezahlt mit Energiezertifikaten. Also der Preis von Produkten wird nicht mehr über Dollar angegeben, sondern dann eben über Energiepunkte, Energiezertifikate, die bei der Herstellung des Produktes entstehen. Und man bekommt dann auch diese Energiezertifikate Zahl ausgeschüttet von der nicht mehr demokratisch gewählten, sondern ernannten Expertenregierung. Das sind dann alles Ingenieure und Experten, die dann die Gesellschaft bedarfsgerecht und rational steuern, am besten mit KI in der heutigen Zeit. Und die schütten dann aus, was man an Energiezertifikaten bekommt, die dann am Ende des Monats verfallen. Ja? Also das heißt, man kann auch nicht sparen. Das heißt, das eigene Haus oder dass man irgendwie Erbe den Nachfahren hinterlässt, ist passé. Man kriegt auch zugeteilt, wo man wohnt. Man bekommt zugeteilt, wo man arbeitet. Das ist Technokratie. Und das hat selbst eine Mainstream-Zeitung wie der New Yorker in einem Artikel von vor ein paar Jahren als faschistoides Herrschaftsmodell bezeichnet. Also das hat nichts mit Bequemlichkeit und Digitalisierung zu tun, sondern mit einem sehr dystopischen Herrschaftskonstrukt. Und wenn man zu Elon Musk kommt, ist das Interessante, dass sein Großvater, Joshua Haldeman, war der Chef der Forschungsabteilung der Technocracy Inc. in den USA und danach der Chef der Technocracy Inc.
in Kanada. Da war er dann auch mal kurz inhaftiert, weil das als eben kriminelle Organisation gewertet wurde und ansonsten noch ein paar Dinge gelaufen sind. Das heißt, wenn Elon Musk, und das hat er schon 5-mal bei Twitter gepostet, dann davon spricht, Technokratie auf dem Mars installieren zu wollen oder die Alternative auf die Frage von, ich glaube, Jeff Bezos war es, ja, was gibt es denn als Alternative noch zu Demokratie? Ist alternativlos, dann schreibt er drunter Technocracy, ja, unser Zeug. Also der weiß genau, was Technokratie ist und arbeitet natürlich mit seinen Unternehmen und mit Grok, was eigentlich die XAI ist. Das ist, natürlich geht das alles in die Richtung von, was dann jetzt unter Effizienzsteigerung verkauft wird, nämlich, dass man Daten zusammenzieht, zentral entscheidet, dass demokratisch nicht gewählte Gremien über zum Beispiel Deportationen oder andere Dinge in der Gesellschaft entscheiden, auf Basis von KI-Empfehlungen, die wiederum auf Basis illegaler Datensammlungen entstehen. Also das ist, was Elon Musk so macht und auch da habe ich schon, das war glaube ich Ende 22, schon einen langen Artikel geschrieben und jetzt Anfang des Jahres noch einen aktualisierten dazu. Der gilt dann auch als der große Unternehmer, aber er hat weder den Tesla erfunden, den hat er 2 Leuten abgejuckst, die den erfunden hatten. Er hat nicht PayPal gegründet, das war Peter Thiel. Und dass das Starlink oder hier seine Raumfahrtagentur der große Erfolg sei, stimmt so auch nicht, weil das ist im Prinzip die verlängerte Werkbank der NASA und das ist, ein Großteil der ganzen Gelder sind im Prinzip Pentagon Milliarden und Förderungen. Also der hat auch einfach ein gutes Image-Design. Deswegen war er vorher mal der Liebling der Linken mit seinem Elektroauto. Jetzt brennen sie die Dinger nieder und hassen sie, weil es der böse rechte Elon Musk ist. Also auch da sieht man ja die Herrschaftsdialektik und dass Ikonen aufgebaut werden, denen dann die Blase folgen soll. Ja. Also da empfehle ich die Lektüre meines Artikels. Und der andere Artikel heißt Technokratie, Ideologie der Zeitenwende. Denn das ist genau das, was alles bestimmt. Egal, ob es die UN ist oder das Weltwirtschaftsforum, alle Foren, die irgendwie erwähnt werden und Gremien, ob es die deutsche Regierung ist oder in Frankreich, Großbritannien oder USA, sie alle setzen Technokratie um. Und das wird uns in der kanadische Journalist James Corbett nennt es Algokratie, aus Algorithmen und Demokratie, ja, oder Kratie. Das wird uns in eine Algokratie führen, in der Menschen wenig zu entscheiden, zu melden und auch wenig Wert haben. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wir haben jetzt über einige Herrschaften dort draußen gesprochen. Das heißt, in welche Richtung gehen wir da aktuell? Wo wollen die Welt hinbringen? Genauso in diese Technokratie. Das heißt, ein super Kontrollstaat, wo letztendlich Algorithmen darüber entscheiden, was in der Welt passiert und vermeintlich die Probleme lösen, aber eigentlich ist es so eine gewaltige Matrix. Also in welche Richtung gehen wir da konkret, wenn es so weiterläuft, Ihrer Ansicht nach? Genau, also Algokratie ist eigentlich ein guter Begriff, weil schon heute das Leben der meisten Menschen von Algorithmen bestimmt wird. Ja, also die Musikvorschläge erhalten sie von Spotify und Apple Music, die Geschenkempfehlungen von Amazon, Netflix schlägt vor, was man anschauen soll und Facebook schlägt Freunde vor. Also es ist ja schon ganz viel, was im Alltag uns begegnet. Ja, die ganzen Newsfeeds, die Algorithmen, was soll man sehen, was sieht man, worüber empört man sich, wogegen ist man, wofür argumentiert man. Das meiste, was die Leute im Kopf haben, ist ja schon aus der Hand Dritter und nicht aus zum Beispiel eben einem Buch, weil ich mal zu Hause abends ein Buch lese und komme dann zu Einsichten, artikuliere die und veröffentliche das und dann findet ein Diskurs statt. In der Regel sehe ich den Kommentar des Kommentators zum Kommentar von jemand anderem und dann ärgere ich mich darüber und dann fange ich an, das irgendwie zu kommentieren bei Twitter oder bei Facebook oder sonst wo. Das ist im Prinzip Empörungsmanagement und Beschäftigungstherapie, so wie es die Sozioökonomen Richard Thaler und andere in ihren Büchern, zum Beispiel Nudge, also Nudging kennt man jetzt auch aus der Corona-Krise, da gab es in Großbritannien die Nudging-Unit, die dafür gesorgt hat, dass man Hände wäscht und sich an die Regeln hält. Ja. Also Nudging ist bei der Sozioökonomie ein wichtiger Faktor und war natürlich mit Leuten wie Richard Thaler und den Leuten, die diese Nudging-Unit geführt haben, Grundlage dessen, was dann jetzt in so eine Art technokratischen Konformismus geht. Und wenn man dann überlegt, wo das extrapoliert hingeht, sieht man natürlich, dass zum einen immer weniger originäre Inhalte im digitalen Raum stattfinden. Das heißt, immer weniger Leute bringen selbst Inhalte ein. Es ist ein Recycling von bestehenden Informationen Dritter. Das steuert natürlich das Gesamtnarrativ und die öffentliche Wahrnehmung dessen, was wir als Realität empfinden. Denn die meisten Leute empfinden
und verbringen mehr Zeit mit dem Gesicht im Bildschirm als in der realen Welt. Ja? Und mit Interaktion im Realen, mit analogen Personen, wo man diskutiert und streitet. Das ist im Prinzip mittlerweile ja fast schon eine Ausnahme. Das heißt, das ist eine kuratierte Realität. Deswegen hieß mein Buch letztes Jahr Truman Show, weil man uns da vorspielt, was läuft. Ja? Also ob das Mehrheiten sind, ob das Entwicklungen sind, ob das die Klimakrise ist, ob das der Krieg XY ist. Das alles nehmen wir ja nur wahr über die Algorithmen. Und wenn man dann extrapoliert, wo das hingeht und sich vorstellt, wo das in 10 Jahren ist, wenn heute schon, das ist mein Unwort des Jahres, ich habe mal die KI gefragt, ja, wenn die Leute das als Instanz wahrnehmen, und das tun ja viele wirklich, das ist das Intelligenteste, das muss das Wahre sein, das ist so das Orakel. Ja, das ist also es ist rational, es ist unemotional, es entscheidet auf Basis von einer Unzahl Informationen und Fakten. Wenn man also sein Denken auslagert und seine eigene Wahrnehmung von Realität und dann eben auch die Entscheidungsfindung darüber, wie man sich in diesem Habitat bewegt, dann wird es düster. Denn wir haben das Smartphone seit 2007 und die Leute sind in der Zeit, bisschen knapp um die 15 Jahre, ne, ein bisschen mehr, schon biologisch messbar dümmer geworden. Wir hatten mal eine Gehirnarbeitskapazität von, je nach Studie, 14 bis 16, 17 Sekunden und die ist biologisch messbar gefallen auf 6 bis 9 Sekunden. Kann man sich ausmalen, wo das ist, wenn wir noch 15 Jahre Smartphone haben. Das ist eine Degenerationsagenda und da geht es schon lange nicht mehr darum, dass wir uns für die Meinungsfreiheit einsetzen müssen, sondern eben um den Erhalt des freien Willens, weil ich spreche den meisten Leuten ab, dass sie einen freien Willen haben mittlerweile, weil sie so an den Geräten hängen, siehe Smartphone. Und wenn dann die KI als zentrales Element kommt, das auch noch auf Regierungsebene dafür verwendet wird, die Gesellschaft zu steuern, Ressourcen zuzuteilen, Entscheidungen zu treffen über Leben. Ja, in China geht man schon so weit, dass Gerichtsurteile basierend auf KI-Entscheidungen gefällt werden und es einen digitalen Staatsanwalt gibt und solche Dinge. Wenn das sich in der Gesellschaft breit macht, dann wird das eine sehr, sehr düstere Zukunft. Da gibt es dann genug Filme wie Minority Report mit Pre-Crime und prädiktiver Polizeiarbeit. Da kann man sich ganz schlimme Dinge ausmalen, die zum Teil alle schon begonnen haben. Und von daher muss man sich da wirklich Gedanken machen, inwieweit man das für sich nutzt oder zumindest reflektiert damit umgehen. Ansonsten ja, ist man einfach Opfer der Degenerationsagenda. Mit was rechnen Sie denn in den nächsten Jahren, was passieren wird? Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Es sind ja keine lustigen Themen, aber je mehr man sich damit beschäftigt oder auch man weiß, in welche Richtung das geht, desto besser kann man ja auch eigene Entscheidungen treffen. Ja, also man könnte sich in vieler Richtung natürlich vorbereiten. Also wichtig wäre erstmal, dass die Leute einsehen, dass sie Opfer sind und nicht Teil einer pluralistischen Gesellschaft, in der sie was zu sagen haben. Denn ja, also wir haben das jetzt gerade in Deutschland mehrfach in den letzten Jahren gesehen, wohin Wahlen führen. Ja, selbst wenn eine Partei offensichtlich dem Wählerwillen, ja, angeblich dem Wählerwillen entsprechend an die Macht kommen soll in einem Bundesland, ich glaube es war Thüringen oder so, wird irgendwas gedreht, sodass dann am Ende die gleichen Parteienkartelle regieren und am Ende die gleiche Agenda von oben herabgereicht durch die UN durchsetzen. Also wichtig wäre erstmal ein Reflexionsprozess und ein Erkenntnisprozess, dass man als Mensch in diesem System nichts zu melden hat. Was aber dann wiederum zu der weiteren Erkenntnis führen kann, dass wir als Menschen und Bevölkerung, als Artgenossen, als eine Spezies deutlich mehr sind als die postulierten 1%. Ja. In der Regel die Superclass von David Rothkopf nennt 7.000 bis 10.000 Personen, die maßgeblich die Welt steuern. Ist ein Buch, kann man sich durchlesen. Superclass, sehr empfehlenswert. Und wenn man dann natürlich irgendwie in diesem Reflexionsprozess erkennt, dass wir die Mehrheit sind und auch die Macht haben und dass das mächtigste Wort ist, das man verwenden kann, ist Nein, indem man sich gewissen Dingen verweigert, ja, zum Beispiel der EID oder dem digitalen Geld oder ähnlichen Dingen, dann kann das natürlich auch die größte Chance sein, in der wir uns aktuell befinden. Denn, um dann auf die Frage zu kommen nochmal, was planen die? Wenn man die Hausnummer 2030 nimmt, also Agenda 2030 zum Beispiel der UN und schaut sich dann mal deren 17 Detailziele an, dann stellt man relativ schnell fest,
dass dann da das Recht auf eine Identität, ja, auf eine digitale Identität ich glaube, Ziel 16, 5, 6, 7, also sollte man sich mal die Unterziele angucken. Die oberen 17 hören sich ja erstmal gut an, aber die haben alle Detailziele. Und wenn man sich die anschaut, dann muss man sich schnell fragen, ist das jetzt das Recht auf eine digitale ID oder eine Pflicht? Ja? Oder das Recht auf ein Bankkonto von Banking the Unbanked, also die armen Leute in der Welt sollen jetzt auch ein Bankkonto bekommen, ist dann die Motivation angeblich. Aber am Ende geht es darum, ein technokratisches, und das ist die UN-Agenda 2030, ist ein technokratisches, supranationales Kontrollkonstrukt, was sowohl die nationalstaatliche Souveränität komplett auflöst am Ende, was einer noch kleineren, noch weiter vom Volk entfernten, jetzt nennen wir den Begriff mal Elite oder Kaste, noch mehr Macht beschert über die Ressourcen dieses Planeten. Und deswegen wird es da eng. Also wir sind jetzt in 2025 und man gibt sich alle Mühe im Elfenbeinturm bis 2030, sowohl die digitale ID als auch das digitale Geld, als auch die biometrische Massenüberwachung und alles andere durchzusetzen und das Auflösen von Verschlüsselungstechniken im E-Mail-Verkehr etc. Das sehen wir jetzt an allen Fronten. Und man hat es offensichtlich eilig. Und wie gesagt, das ist eine große Chance. Aber wenn da jetzt nicht bald irgendwie die Leute erkennen, dass sie sich freiwillig das Gefängnis bauen, das zum Beispiel Huxley in Die schöne neue Welt beschrieben hat, indem sie das alles hinnehmen oder denken, Wahlen würden das ändern, dann wird es düster. Ja? Und wenn man da konkret sagen will, wo es hingeht, so Systemwechsel lassen sich eigentlich nur mit einer signifikanten Disruption herbeiführen. Deswegen die Weltkriege, also der Zweite Weltkrieg hat zum Bretton-Woods-Abkommen geführt und uns das heutige Finanzsystem beschert, was seit 2008 offensichtlich komplett am Ende ist. Die Schulden sind nie mehr abzutragen, die wir als Staatsschulden angehäuft haben, sind sie auch nicht gedacht gewesen. Das ist eine Zinsknechtschaft, von der sich wenige Bankenkartelle am Ende, die wenige Bankenkartelle bereichert und denen unglaubliche Macht gibt. Ja? Also von daher diese Disruption, die da kommen muss, um ein System à la Agenda 2030 tatsächlich flächendeckend einzuführen und auch alternativlos zu machen, kann die Cyberpandemie sein, ja, also ein weiträumiger Strom-Internetausfall für 2 Wochen, dann herrscht das absolute Chaos auf der Straße, weil die Leute nichts mehr zu essen haben, die Bankkarten nicht mehr gehen, man kann nicht mehr tanken, da bricht das Leben zusammen. Ja. Das hat man jetzt gerade bei diesem kleinen Blackout gesehen auf der Iberischen Halbinsel. Also wenn da mal der Strom weg ist, dann herrscht in der Infrastruktur schnell Panik und Chaos, und die andere Disruption ist Krieg. Also es erinnert alles an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sowohl die Handelskriege als auch die internationalen Bündnisse, die entstehen. Also es ist doch sehr parallel zu dem, was vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat, der wiederum dafür gesorgt hat, dass Organisationen wie die UN, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank überhaupt erst entstanden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn so kurz vor dem oder um den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg herum wurden die Grundlagen für den Völkerbund, League of Nations, gelegt, die sich dann in die UN entwickelt haben etc. Also wir haben alle diese supranationalen Herrschaftskonstrukte, die uns heute umgeben und uns irgendwelche Agenden vorgeben, überstaatliche, die haben wir alle dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Deswegen im schlimmsten Falle droht ein Dritter, und wenn es ein bisschen besser läuft, ist es vielleicht nur ein weiträumiger Stromausfall oder eine Internetpandemie oder was weiß ich, ja, die dafür sorgt, dass die Konten genullt werden und man dann alternativlos digitales Geld als Bürgergeld vom Staat angeboten bekommt, dass man dann als PBDC, also Private Bank Digital Currency, auf irgendein Wallet von seiner Hausbank laden kann. Dann kriegt man halt monatlich mal 2000 digitale Euro, damit man, wenn der Supermarkt in 2 Wochen wieder aufmacht, mal was zu essen kaufen gehen kann. Und die meisten Leute werden das dann nehmen. Und wenn das so weit kommt an diese Stelle, dann ist es auch wirklich schwierig, noch gegen irgendwas Widerstand zu leisten, weil dann hat das herrschende System die Leute natürlich komplett in der Hand, mit einer Abhängigkeit ungeahnten Ausmaßes. Genau, wir sind jetzt ja so auf der Zielgerade. Mich würde noch Folgendes interessieren: Gibt es denn da bestimmte Blöcke, die Sie vielleicht als entspannter und besser sehen, oder sind die Ihrer Ansicht nach im Prinzip alle gleichgeschalten? Also
ich versuche mal die Frage auch mit Beispielen zu zeigen. Also wir haben den westlichen Block, dann haben wir ja die BRICS-Länder und es wird vielfach gesagt, okay, wir gehen mehr von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt. Dann gibt es auch, wir haben gerade noch über Südamerika vor dem Gespräch ein bisschen gesprochen, da ticken die Uhren ja auch noch ein bisschen anders. Wenn man nach Afrika kommt, auch nochmal eine ganz andere Welt. Also wie sehen Sie auch die zukünftigen Tendenzen und auch potenzielle Technokratie, die weltumfassend sein könnte, als auch so, ist es wirklich auf der Welt überall gleich dann? Ja, also ich meine, eines der Projekte, was Elon Musk durchführt, oder eine der Firmen, die er hat, ist Starlink. Und das Ziel ist, Internet flächendeckend global verfügbar zu machen für jeden. Also es gibt demnächst keine Flecken auf der Erde mehr, wo man keine Netzabdeckung mehr hat. Und auch ich war auch viel in Südamerika, wo auch immer man da hinkommt, die Leute haben ein Smartphone und hängen im Internet. Und das Gleiche ist in Afrika der Fall. Ja. Auch da gibt es Regionen, Landstriche, da ist fast kein Wasser, da ist Infrastruktur, gibt es keine Bahnlinie, aber die Leute haben trotzdem ein Smartphone, weil ihnen irgendein großer philanthropischer Konzern irgendeinen Deal angeboten hat oder was auch immer. Ja. Also dem kann man nicht entgehen und deswegen, also diese Technokratienummer wird durchgezogen, allein schon deswegen, weil wir künftig ein flächendeckendes Satelliteninternet haben werden mit den irgendwie knapp 40.000 Satelliten, die für Starlink ins All sollen und die ganze andere WiseSat aus der Schweiz, die auch so Pico-Satelliten, Niedrig-Orbit-Satelliten für Echtzeit-Internet ins All schießen, zusammen mit SpaceX übrigens. Und von daher die Technokratie kommt. Also die ist im Prinzip schon relativ weit fortgeschritten. Es fehlt einfach nur noch, dass irgendwann der Schalter umgelegt wird und man uns irgendwas wie CO2-Tracking übers Smartphone verpflichtend macht. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat gerade eine App ausgerollt vor ein paar Monaten, wo man eine CO2-Challenge machen kann, freiwillig und sich eine App runterladen, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass der Kerngedanke der faschistischen Technokratiebewegung war, die Steuerung des Individuums auf Ebene seines Energieverbrauchs, dann ist das CO2-Budget genau das, was die Technokratiebewegung vor 100 Jahren wollte, um Menschen komplett zu kontrollieren. Wenn ich das noch mit einem Wallet kopple, wo dann ich eine Abhängigkeit habe von einem Staat, der mir monatlich so und so viel digitale Euro aufs Wallet tut und ich kann dann nur ausgeben, fahren und individualmobil sein, soweit mich mein CO2-Fußabdruck trägt, dann sind wir bei Brave New World von Huxley. Das ist die schöne neue Welt mit einem digitalen Gefängnis, wo man die Gitterstäbe nicht sieht. Und wenn es dann um BRICS geht, empfehle ich meinen Artikel der BRICS Bluff, kann man auch kostenlos auf meiner Webseite lesen. Dann sieht man sehr schnell, dass es natürlich weggeht von dieser offenkundigen Hegemonialmacht Amerika und der Wertewesten dominiert die Welt. Das führt aber, wie gesagt, eigentlich nur dazu, dass jetzt aktuell so in Amerika der Isolationismus wieder hochkommt, ja, dass man anfängt, Handelskriege vom Zaun zu brechen, dass man die Chinesen für das böse Covid-Virus beschuldigt, dass man weiter den Mittleren Osten destabilisiert und das letzte Land sich vornimmt, das man kriegerisch noch nicht mit Demokratie beglückt hat, nämlich den Iran, wo man dann wahrscheinlich Israel irgendwie als Hebel oder wie auch immer vorschicken wird, um da doch noch einen Krieg anzuzetteln. Und deswegen dass BRICS da eine Alternative ist, wenn man sich den Artikel von mir anschaut, zitiere ich da immer gerne den ehemaligen Chef der chinesischen Zentralbank, der gesagt hat, wir sind keine Konkurrenz zum westlichen Finanzsystem, wir komplementieren es. Denn das ist alles eine Clique. Also man muss sich veranschaulichen, dass alle diese Länder und Blöcke zum einen an regionalen Blöcken arbeiten, Vorbild EU, sprich Entmachtung des Nationalstaats, Konsolidierung der Macht in den Händen von immer weniger Leuten, in immer kleinere Gremien. Die haben alle die Agenda 2030 abgesegnet und arbeiten alle auf digitale Währungen hin, auf CO2-Tracking und das genau gleiche System und Modell wie der Wertewesten. Es gibt da keine Unterschiede. Man verkauft das nur anders und das wird auch an so Kleinigkeiten deutlich, als es vor ein paar Jahren hieß, die Chinesen hätten eine Alternative zum SWIFT-Banken, also Transfersystem entwickelt. Ja. Das war einfach nur ein anderes System mit einem anderen Namen, das auf dem eigentlichen SWIFT-Netzwerk lief. Also es ist überhaupt nichts anderes. Ja. Und wenn Treffen sind der Bank für internationaler Zahlungsausgleich oder ähnlicher Gremien, UN und Welthandelsorganisation, Weltbank, dann sitzen die Leute alle sehr
einhellig an einem Tisch und haben die genau gleichen Ziele. Was nicht bedeutet, dass auf der 2D-Ebene darunter Menschen sterben, auch Millionen Menschen in Kriegen. Genauso war es während dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Da haben sich die Eliten, also die selbsternannten Eliten und Kasten, die in der Banken- und Finanzwelt maßgeblich entscheiden, wohin die Welt sich entwickelt, durch ihre Geldflüsse und Zinspolitik, ähnliches, Kreditpolitik, die haben sich auch da gut verstanden. Ja? Also George Bushs Großvater hat die Nazis finanziert, bis die Amerikaner irgendwann nach dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg ein Gesetz erlassen haben, das wäre illegal, Prescott Bush. Ja? Und da hängt eigentlich alles auf der Ebene zusammen und die Bevölkerung unten wird als Kanonenfutter und als sozialarchitektonischer Hebel dafür benutzt, dass man einfach die Grenzen neu zieht und neue supranationale Machtkonstrukte installiert. Und wie gesagt, es ist so ziemlich die Zielgerade jetzt auf dem Weg zur Agenda 2030. Deswegen wird es Zeit, aus der UN auszutreten und den Laden aufzulösen, weil die Organisation ist mal angetreten mit dem Ziel, den Weltfrieden zu bringen, ist aber eigentlich nur eine Feigenblattorganisation, um mit fadenscheinigem Pazifismus dafür zu sorgen, dass Kriege immer weiterlaufen. Siehe Gaza. Sehr interessantes Interview. Herzlichen Dank dafür. Ich würde gerne noch positiv schließen, auch vielleicht auch nochmal kurz auf Ihr Buch hinweisen. Hopium, was ja auch also ein interessantes Wortspiel mit Hoffnung und Opium ist. Und auch das Thema Hoffnung, weil es waren jetzt nicht die lustigsten Themen. Also wie können das Ganze jetzt noch, ich sag mal, hoffnungsvoll schließen und vielleicht auch die positiven Botschaften und was wir jetzt mitnehmen können und was man generell noch machen kann. Ja, also wie gesagt, das ist auch die größte Chance, die die Spezies Mensch je hatte, denn es waren durch die technische Verbindung des Internets, durch die globale Kommunikation, die es uns erlaubt und durch die Schnelllebigkeit der Information haben wir natürlich auch das erste Mal in der Zivilisationsgeschichte die Situation, dass so viele Menschen gleichzeitig auf diesem Planeten erkennen konnten, von was sie da regiert werden. Das heißt, wir haben das Wort klingt immer sehr kitschig, aber wir haben einen Aufwachprozess, ja, der sucht seinesgleichen. Und von daher ist es auch die größte Chance, denn am Ende, wie gesagt, wir sind mehr. Ja? Das ist eine sehr kleine Kaste, die versucht, wie früher auch, uns irgendein tyrannisches System überzustülpen, nur mit neuen Werkzeugen. Und wenn man dann, deswegen vielleicht gut, das Buch nochmal zu erwähnen, wenn man das Buch aufschlägt, ist vorne ein Zitat von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat oder geschrieben, die Hoffnung ist das übelste aller Übel, weil sie das Leid der Menschen verlängert. Und damit meint er natürlich die Hoffnung auf den Erlöser, ja, den Reiter, der dann daherkommt und alles für mich regelt und die Welt zum Besseren wenden wird, so wie halt viele ihre Hoffnungen in Donald Trump setzten oder Elon Musk oder wen auch immer. Ja, es wird immer auf den Reiter gewartet. Das ist aber halt das Gefährliche an Hoffnung, das ist das Auslagern von Verantwortung an einen Dritten, sodass ich im Prinzip faul zu Hause bleiben kann und Netflix gucken. Es wird ja schon jemand anderes für mich regeln. Aber das ist eben die falsche Ansicht. Man ist selbst verantwortlich dafür, wohin die Welt sich entwickelt und man muss auch selbst aktiv werden in seiner lokalen Umgebung und da Flagge zeigen und die Dinge bekämpfen, die man da nicht haben will. Das geht eben nur auf lokaler Ebene und wenn das genug Menschen tun, dann komme ich zum Schluss des Buches. Da habe ich nämlich ein eigenes Zitat von mir noch hingeschrieben, weil das erste macht ja jetzt nicht so richtig gute Laune. Aber wie gesagt, das bezieht sich auf den schlechteren Teil der Hoffnung. Wenn man dann am Ende des Buches angekommen ist, steht dann ein Satz, der da lautet, wer die Hoffnung als das erkannt hat, was sie ist, kann damit beginnen, seine Träume zu leben. Und das empfehle ich allen, denn die eigentliche Revolution ist, ein glückliches Leben zu führen. Und das Leben ist schön. Genau, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Auch dieser Begriff Selbstverantwortung ist ein großer Eckpfeiler in unserer Gemeinschaft und Community. Das heißt, nicht auf wen auch immer abzugeben, ob das irgendwie vermeintliche Retter in der Politik sein, sonstige Helden etc., sondern dass man wirklich der Held in seinem eigenen Leben wird und sich dazu entwickelt und konstant, um das eben eigene Traumleben aufzubauen. Das passt wirklich auch sehr, sehr gut zu unserer Gemeinschaft. Ja, Herr Ringnauer, vielen herzlichen Dank. War ein sehr interessantes Interview. Vielleicht können wir das an nächster Stelle nochmal fortführen. Ich glaube, langweilig wird es da draußen nicht und auch mit Ihren Recherchen jeweils. Viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.